Also einen wunderschönen hier diesmal aus der schönen Oberpfalz mal wieder. Es gab 2 Wochen lang kein Video. Warum? Ganz einfach. Wir in Deutschland haben mal wieder kein Internet gehabt, zumindest hier bei uns im Dorf. Deswegen wird es heute ein bisschen exklusiver. Und zwar mache ich heute 2 Videos über ein Thema. Ich teile es auf 2 Teile auf. Worum geht es denn heute überhaupt? Es geht um das Thema, warum wir und ich auswandern aus Deutschland. Es geht jetzt nicht darum, warum man direkt nach Paraguay auswandern will oder auswandert. Es geht an sich, warum man aus Deutschland auswandern sollte oder will. Einer der Hauptgründe, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Ähm, Jeder, der sich jetzt meinen YouTube-Kanal hier anschaut und Interesse zeigt, weiß, dass momentan in Deutschland die politische Lage, naja, wie soll man es erklären, recht kritisch ist. Zumindest ist es jetzt so mein Meinungsbild darüber. Aber jeder wird es verstehen, der meinen Kanal verfolgt, dass in Deutschland die politische Lage momentan recht kritisch zu sehen ist. Es geht nicht nur um außenpolitische Folgen Deutschlands, es geht auch um die innenpolitische Richtung. Wir sind in Deutschland momentan in so einer Lage, wo man wirklich sagen kann, man arbeitet eigentlich nur noch, um zu überleben. Es gibt viele, die sagen, ja, in Deutschland geht es uns trotzdem immer noch besser als in anderen Ländern. Ja, das kann sein. Aber warum sollen wir unseren Wohlstand aufgeben, wenn wir einen besitzen? Ergibt für mich keinen Sinn. Einer der nächsten äh, Punkte ist, dass die politische Lage in Deutschland mittlerweile die Demokratie einschränkt. Und zwar extrem. Wir haben in Deutschland so eine Lage, dass momentan, wenn man nicht der Mainstream-Meinung ist, es kritisch gesehen wird. Ich werde das jetzt nicht weiter ausdiskutieren oder ausreden, weil es, wie gesagt, dazu führen kann, dass ein Video von YouTube runtergenommen wird oder sonstiges. Das ist so einer der Hauptgründe. Der zweite Grund ist, dass es auch mehr in die politische Richtung. Wir haben, was Europa angeht, warum deswegen ich Europa verlasse. In Europa spitzt sich die Lage zu. Es geht jetzt nicht nur um Krieg und sonstiges, es geht auch um die ganze wirtschaftliche Lage in Europa. Es geht um die EU, es geht um die NATO und alles drum und dran. Warum genau die wirtschaftliche Lage in Europa? Wenn man sich jetzt rückblickend anschaut, was in den letzten 20 Jahren in Europa passiert ist und wie es vor 20 Jahren war, wird man selber merken, dass die politische Lage wie auch die wirtschaftliche Lage in Europa immer schlimmer und schlechter wird. Ich bin natürlich erst 18 Jahre alt, werde demnächst erst 19, aber durch mein Interesse am politischen Geschehen wie auch am geschichtlichen Geschehen kenne ich mich da recht gut aus. Mir geht es darum, dass ich in der Zukunft mir keine Sorgen machen muss, ob ich jetzt genügend Geld verdiene, ob ich mir alles leisten kann. Und der Hauptgrund, keiner von uns will das ganze Leben lang nur arbeiten, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Jeder von uns, jeder, will gerne so arbeiten, dass er genügend Geld hat, sich was leisten zu können, mal in Urlaub zu fahren oder sonstiges. Und nicht, wie es momentan wird und schon teilweise ist, dass man arbeiten muss, nur um über die Runden zu kommen und die Fixkosten tragen zu können. Das ist so ein Grund, warum ich auch dann sage, ja, ich verlasse Europa und nicht nur Deutschland, weil das ist jetzt nicht nur in Deutschland so. Das ist grundsätzlich mittlerweile schon fast in der ganzen EU so. Wenn man nach Frankreich rüberschaut, wenn man nach Italien rüberschaut, wenn man in die Tschechei, Österreich oder sonst was rüberschaut, es wird nicht besser. Es wird's nicht. Und da kann jeder jetzt meinen, über mich, über meine Meinung, was er will. Ich äußere mich mit meiner Meinung hier für euch. Ihr könnt es gerne kommentieren. Ihr könnt gerne was dazu sagen. Konstruktive Kritik. Ja, deswegen. Und
Das ist so ziemlich mit einer der Hauptgründe, warum ich auswandern will. Einer der nächsten Gründe ist auch sehr simpel, einfach und leicht zu erklären. Es sind die Menschen in Deutschland wie auch in Europa. Es wird mittlerweile zu so einer egoistischen, nenne ich es mal, Gesellschaft, natürlich nicht jeder, aber als einfaches Beispiel. Heutzutage, vor allem in Deutschland, wenn man sich die Jugendlichen anschaut, vor allem auch von meiner Generation her, im Bus, wenn alles voll ist oder sonst was und dann jetzt mal ein alter Herr reinkommt oder sonst was und sich hinsetzen will, heutzutage steht keiner mehr auf. Und als ich in Paraguay war, muss man dazu sagen, ist so eine Frau, eine blinde Frau, mit ihrer Tochter in den Bus gekommen. Sie musste nichts fürs Ticket zahlen. Jeder hat ihr geholfen, sich hinzusetzen, hat sie gefragt, wo sie aussteigen will, dass man ihr Bescheid geben kann. Diese Gesellschaft ist viel höflicher, viel netter als hier in Deutschland. Und das ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Es sind Fakten. Das heißt, ganz einfach gesehen, wir waren in Paraguay, wir haben vieles gesehen in der Hauptstadt und die Menschen sind halt wirklich in diesem Punkt viel netter. Die kennen uns zum Beispiel nicht, aber begrüßen sich mit dir, wollen mit dir ein bisschen quatschen, bieten dir vielleicht sogar ein Käffchen, einen Tee oder was Kaltes zu trinken an. Die sind offener, netter und freundlicher als hier. So ist jetzt mein Empfinden dazu. Ja, das ist auch so eine Sache, was in Deutschland fehlt oder wie soll man es erklären? Was heißt fehlt? Was in Deutschland halt nicht mehr vorhanden ist, und zwar die Freundlichkeit im Straßenverkehr. Der Straßenverkehr in Deutschland wird von Monat zu Jahr immer schlimmer. Die Menschen fangen an zu fahren wie die größten, darf ich jetzt nicht aussprechen, aber ihr wisst, was ich meine. Rücksichtslos, unhöflich, egoistisch. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht böse gemeint gegen die deutsche Bevölkerung oder sonst was. Das sind ja auch nicht alle so. Aber es geht um die Mehrheit. Das heißt, als Gegenbeispiel. In Paraguay haben wir zum Beispiel so, dass grundsätzlich der Straßenverkehr recht einfacher und flüssiger abläuft. Das heißt, in Paraguay hast du ja auf dem Straßenverkehr auch viel weniger Straßenschilder, viel weniger Gesetze, viel weniger Einschränkungen, was auch zum Beispiel das Tuning vom Auto angeht oder sonstiges. Oder wenn du dein Auto modifizierst. Es ist halt einfach in Paraguay einfacher als in Deutschland. Du hast nicht so viele Richtlinien, Vorschriften und sonstiges. Es ist aber auch so, dass in Paraguay grundsätzlich auf den Straßen auch alle netter sind. Sagen wir mal, man findet sich auf einer Kreuzung, da sind jetzt gerade keine Schilder, keine Ampeln oder sonstiges. Dann ist grundsätzlich so, dass die teilweise auf der Straße stehen und sagen, du fährst, nein, du fährst, nein, du fährst. Also es ist halt wirklich überall eine viel nettere und freundlichere Gesellschaft im Vergleich zu Deutschland. Es ist halt einfacher zu leben, wenn man stressfreier durch den Alltag kommt. Das heißt auch, dass, wenn man auswandert, grundsätzlich ein nicht nur ruhigeres Leben und entspannteres Leben hat, sondern auch ein stressfreieres Leben. Weil in Deutschland ist das Problem die gute alte deutsche Ordnung. Manche können ein Fan davon sein, manche können es verfluchen, manche hassen es. Letztendlich muss man sagen, jeder regt sich über die deutsche Ordnung auf. Egal, ob es in der Bürokratie ist, egal, ob es im Straßenverkehr ist, egal wo. Es hat seine Vorteile, ja, das muss man dazu sagen, aber letztendlich, es hindert den Menschen an vielem. Es schränkt ihn ein, es macht weniger Freiheiten und weitere Punkte, die man jetzt hier aufzählen könnte. Ich will jetzt Deutschland nicht schlecht
dastehen lassen. Es ist nämlich auch ein sehr wunderschönes Land. Wir sind hier durch Deutschland wirklich viel gereist, viel besucht und Sonstiges. Aber der Grund, warum ich auswandere, ist jetzt nicht, weil mir die Natur nicht gefällt oder weil, keine Ahnung, die Gebirge zu klein sind oder zu kalt oder zu warm oder was auch immer jemand sagen will. Die Hauptgründe sind wirklich politisch, wirtschaftlich, die Menschen. Weil so an sich ist Deutschland, wie gesagt, ein wirklich schönes Land. Also das muss man echt lassen. Im Vergleich zu vielen Ländern ist Deutschland sehr wunderschön. Ja, es sind halt diese, ich nenne es mal Kleinigkeiten, die das Leben in Deutschland ein bisschen schwieriger gestalten, als es sein müsste. Weil in Deutschland wäre es einfach eine perfekte Situation, wenn wir weniger Richtlinien hätten, wenn wir weniger diese Einschränkungen hätten im Leben. Egal, sei es Straßenverkehr, sei es Arbeit, sei es Löhne, Steuern oder sonstiges. Das Leben in Deutschland wäre mittlerweile echt wirklich viel, viel besser, würde man so um vielleicht 30% der Einschränkungen senken und 30% der Steuern. Das ist, das ist so ein Grund, für die vor allem viele, die ausgewandert sind, auch angeben als Grund zum Auswandern. Es ist ja nicht nur so, weil man sagt, ja, ich habe jetzt keinen Bock auf Deutschland, deswegen wandere ich aus und bla 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 bla. Hinterm Auswandern stecken viele, viele, viele Punkte, wo man sagt, ey, ich wandere aus oder ich wandere nicht aus. Und das verstehen viele zum Beispiel auch nicht. Weil wir waren ja gerade bei dem Thema in Deutschland Steuern. Für viele, auch für mich, ist es auch ein weiterer Grund, das Land zu verlassen. Deutschland ist auf der ganzen Welt Spitzenreiter für Steuern. Kein Land hat so viele Steuern wie Deutschland. Kein Land hat so hohe Steuern. Und das sind Fakten. Das kann man offen nachlesen. Es stimmt. Wir Deutschen haben die größte Steuerlast auf der Welt. Und das ist jetzt nicht wirklich so, dass man einfach nur sagt, ja, wir haben so viele und so hohe Steuern, bla 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 bla. Nein, wir Deutschen haben wirklich die höchste Steuerlast auf der Welt. Kein einziges Land hat so eine hohe Steuerlast wie Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn wir schon so eine hohe Steuerlast haben, erwartet man für diese Steuerlast, dass man wenigstens ein gutes Gesundheitssystem hat, eine gute Rente, einen guten Straßenverkehr, eine gute Infrastruktur und gutes Schulwesen, gutes Bildungswesen. Aber nein, nicht in Deutschland. Bildungswesen in Deutschland. Ja, ich glaube, da brauchen wir gar nicht anfangen. Sonst werden wir hier alle traurig. Nächster Punkt. Infrastruktur in Deutschland. Fangen wir vielleicht mit dem Bahnverkehr an. Brauchen wir auch nicht drüber zu reden, oder? Jeder weiß, wie der Bahnverkehr in Deutschland ist. Straßenverkehr, bis auf hunderttausende Baustellen, die es in Deutschland gibt und nie vollendet werden. Natürlich sind vielleicht die Straßen immer noch besser als in Paraguay. Man muss aber sagen, in Deutschland werden sie von Jahr zu Jahr immer schlechter, in Paraguay von Jahr zu Jahr immer besser. So, Punkt Nummer 2. Rentensystem. Ja, das ist ein schönes Thema. Rentensystem in Deutschland. Ja, wir alle wissen es. Ich als 2005er Baujahr muss ja eigentlich, wenn ich hier in Deutschland bleiben würde und eine Ausbildung machen würde und sonstiges, müsste ich ja in Deutschland, bis ich 70 Jahre alt bin, arbeiten. Stellt euch das mal vor. Ein Dachdecker beispielsweise. Der muss bis 70 arbeiten. Auf dem Dach. Als Dachdecker. Mit 70. Und das ist ja nicht nur das. Erstens, dadurch, dass wir wieder mal am längsten arbeiten müssen in ganz Europa, ja. Kein Land muss so lange arbeiten wie wir für die Rente. Und dann kommt noch das Lustige. Wir haben sogar noch die kleinste Rente in Europa.
Das heißt, wir müssen länger arbeiten als alle anderen und bekommen viel weniger als alle anderen. Da frage ich mich persönlich, wo gehen unsere Steuergelder hin? Wir haben die höchste Steuerlast. Wo gehen die Steuergelder hin? Bildungswesen ist nicht gut, Infrastruktur ist nicht gut, Straßenverkehr ist nicht gut, Rentensystem ist nicht gut. Wo gehen die Steuern hin? Und das ist so ein Grund, warum man sagt, ich wandere aus. Wir zahlen so viele Steuern und trotzdem geht so viel in Deutschland falsch. Und wie soll man das rechtfertigen? Sagen manche so, ja, aber weißt du, wir haben ja trotzdem noch einen guten Wohlstand in Deutschland und geht's trotzdem immer noch besser als anderen. Ja, und die alten Generationen haben dieses Land aufgebaut. Von wirklich einem komplett zerstörten Land. Innerhalb kürzester Zeit. Die goldenen 60er, 70er, alles Mögliche. Deutschland ging es so gut. Aber in den letzten 10 Jahren, sagen wir mal, geht es Deutschland immer schlechter. Und zwar wirklich. Vielleicht wirtschaftlich und statistisch gesehen geht es vielleicht Deutschland besser. Wir haben einen höheren BIP, wir haben eine höhere, kleinere Wirtschaftsausgaben und so weiter und so fort und bla bla bla, das Ganze drum und dran. Ja, aber in der Realität sieht es anders aus. Wir haben auch mehr Menschen als früher, mehr Flüchtlinge als früher. Muss nichts Schlechtes sein, aber es sind alles solche Sachen, die eine hohe Steuerlast und hohe Steuern hinzufügen. Weil, wenn man mehr Menschen hat, die man versorgen muss, muss man natürlich auch mehr Geld ausgeben. Aber der Staat will ja logischerweise genauso viel behalten, wie er hat, also erhöht er die Steuern und bestraft somit sein eigenes kleines Volk. Ja, das heißt, das ist sehr schwierig eigentlich zu erklären. Dann schaltet gern in Teil 2 wieder rein. Da erkläre ich noch ein paar weitere Punkte, die mir sehr wichtig sind, warum ich überhaupt aus Paraguay auswandere und wie eigentlich meine Ziele in Paraguay aussehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.